Das ist eines von 17 sogenannten Ghost Bikes, die in Frankfurt stehen. Es ist weiß lackiert und es erinnert an einen Radfahrer, der hier im Straßenverkehr ums Leben gekommen ist. Hier konkret am 9. Dezember 2020 ein Radfahrer, der hier mit 73 Jahren verstorben ist. Der Vater von Marc Hense. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Was genau ist passiert am 9. Dezember? Ja, mein Vater ist hier geradeaus über die Kreuzung gefahren bzw. wollte fahren. Die Ampel wurde grün, er fuhr los. Hinter ihm war ein LKW, der nach rechts abbiegen wollte, der ihn übersehen hat und dann beim Abbiegen umgefahren hat. Ihr Vater hat in einem Fahrradgeschäft gearbeitet, war Mitbesitzer dieses Fahrradgeschäftes, war ein versierter Fahrradfahrer. Macht Sie das genauso sprachlos wie mich? Ja, es zeigt halt auch, dass auch die jahrelange Beschäftigung mit dem Thema Fahrrad, die individuellen Situationen, die im Straßenverkehr passieren können, dass gerade das Aufeinander aufpassen aller Verkehrsteilnehmer aufeinander, steht ja auch in der Präambel der StVO, nicht bei allen so eingeübt ist. Und man kann aber auch als Verkehrsteilnehmer nicht immer alles, was im Straßenverkehr passiert, 100%ig erfassen und dementsprechend reagieren. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ich würde an dieser Stelle ganz gerne Herrn Hegefeld vorstellen vom ADFC in Frankfurt. Was ist das genau für eine Aktion mit den Ghost Bikes? Also wir wollen mit den Ghost Bikes oder den Geisterrädern, das sind weiß lackierten Fahrrädern, auf Unfallpunkte hinweisen und die Leute auch ein bisschen daran erinnern und die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass eben wahnsinnig viele Menschen im Straßenverkehr getötet werden und wir das eigentlich ablehnen. Herr Hense, an dieser Kreuzung ist es am 9. Dezember 2020 passiert. Was hat sich seitdem verändert? Seitdem wurde eben hier nochmal eine zusätzliche Radfahrspur rot markiert installiert. Dann wurden hier diese Poller angebracht und auch die Aufstellfläche für Radfahrer vor der Ampel vergrößert. Herr Hegefeld, reicht Ihnen das vom ADFC, diese Veränderung, oder würden Sie sagen, da besteht noch viel mehr Handlungsbedarf? Also es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir sehen im gesamten Kreuzungsbereich, dass immer noch weitere Gefahrenpunkte vorhanden sind, die jetzt auch nicht beseitigt wurden. Und deswegen sind wir nach wie vor der Meinung, dass da noch deutlich mehr passieren muss, um solche Unfälle zukünftig auch ganz zu vermeiden. Konkret an dieser Kreuzung, da hinten finden Sie, da fehlt was. Genau, also wenn man jetzt die Kreuzung geradeaus weiterfährt, dann ist der erste Bereich, wenn man den befährt, noch jetzt etwas abgesicherter. Aber am Ende der Kreuzung sieht man, dass dort wieder ein weiterer Gefahrenpunkt ist, der eigentlich nicht sein müsste. Und da könnte man auch noch mal nachbessern. Der eine oder andere wird zum Zweifelsfall makaber finden, so ein Mahnmal. Warum ist Ihnen das wichtig, dass auf die Art und Weise an Ihren Vater auch erinnert wird? Also mein Vater war ja auch ein Freund von Sicherheit im Straßenverkehr und er hatte meinen Sohn ja immer auch begleitet auf den Weg in die Wöhlerschule und war auch an diesem Mittag auf den Weg in die Wöhlerschule, um unseren Sohn abzuholen, weil er gesagt hat, der Weg ist teilweise gefährlich und ich möchte, dass der Junge sicher nach Hause kommt und gerade tragisch, dass er dabei verunglückt ist. Aber ich möchte halt auch in seinem Sinne darauf hinweisen, dass solche neuralgischen Stellen entschärft werden müssen und bin deswegen auch der Meinung, dass dieses Rad mindestens mal so lange da stehen bleiben muss, bis diese Kreuzung auch wirklich so umgebaut wurde, dass für keinen Verkehrsteilnehmer mehr wirklich ein großes Unfallrisiko besteht. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auch Ihnen, Herr Hegefeld, vielen Dank. Und halten wir fest, die Ghost Bikes in Frankfurt, 17 sind es momentan. Wir hoffen sehr, dass es nicht noch mehr werden.